Die Meisterschaft könnte an diesem Wochenende entschieden werden. Leverkusen hat die Chance, mit einem einfachen Sieg gegen Bremen Meister zu werden. Sie können auch schon morgen deutscher Meister werden, wenn die Bayern straucheln sollten. Heute spielt erstmal Augsburg gegen Union. Das ist auch nicht ganz uninteressant, vor allem für Eintracht Frankfurt-Fans. Wenn Augsburg nämlich gewinnt, sind die nur noch 3 Punkte hinter uns. Völlig verrückt, dass die auf einmal um Europa mitspielen. Wo kommen die eigentlich her? Ja, aber wie gesagt, Eintracht ist so ein bisschen selber schuld, egal. Union Berlin, tja, ist die Frage. Die wollen auch nicht unten reinrutschen. Die müssen also auch noch mal zusehen, dass sie Punkte holen. Zumindest ein Remis. Ich würde sogar so weit gehen, einfach aus dem Optimismus heraus und auch, dass ich will, dass der 6-Punkte-Abstand bleibt, dass Union gewinnt. Ich mache mal ein knappes 2:1. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Augsburg zu Hause echt sehr, sehr stabil spielt. Auch so mit dem neuen Trainer, der jetzt auch nicht mehr so neu ist, wirklich sehr gefestigt wird. Teilweise, ob es dann für Europa reicht, keine Ahnung, aber gut, am Ende fragt danach niemand mehr. Ich hoffe trotzdem, dass Union gewinnt. Von daher tippe ich hier mal ein 2:1. Ich vermute aber trotzdem, dass da Augsburg den Sieg holen wird. Am Samstag sind die Bayern dann selber das Zünglein an der Waage. Wenn sie nämlich gegen Köln zu Hause verlieren sollten, dann ist Leverkusen auf dem Sofa schon deutscher Meister. Ist auf der einen Seite vielleicht ein bisschen schade für Leverkusen-Fans, weil klar, man will dann im Stadion live bei dem Spiel nach dem Abpfiff dann offiziell Meister werden. Aber ich glaube, selbst das würden sie dann mit Handkuss nehmen. Und ich glaube, die Bundesliga ebenfalls nach 11 Jahren endlich mal wieder ein anderer Meister. Tut der Bundesliga vielleicht auch ganz gut. Vielleicht entsteht dann in den nächsten Jahren ein bisschen mehr Konkurrenz, auch an der Spitze. Vielleicht streiten sich dann auch mal 3, 4 Mannschaften um die Meisterschaft. Naja, und die Kölner, die stehen auch noch unten drin, haben aber wieder neuen Mut geschöpft nach dem Last-Minute-Sieg gegen Bochum. 2 Tore noch in den letzten 5 Minuten, glaube ich. Das gibt natürlich auch nochmal Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und klar, jetzt kommen die Bayern, aber du musst jetzt punkten. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, um nach Ausreden zu suchen. Jetzt musst du punkten. Du musst dich gegen Mainz durchsetzen. Du musst dich auch gegen Wolfsburg durchsetzen, die jetzt auch noch mit unten reinrutschen nach der Niederlage gegen Gladbach. Aber ich glaube, dass die Kölner nicht gewinnen werden in München. Die haben auch unter der Woche gut gegen Arsenal gespielt. 2:2 gespielt, hätten einen klaren Handelfmeter bekommen müssen. Also ein Skandal eigentlich. Die Szene mit Saliba, glaube ich, und Raya heißt, glaube ich, der Keeper. Oder Raya, glaube ich. Also völlig verrückt, aber wundert mich nicht bei der UEFA, bei den Schiedsrichtern teilweise. Nun gut, also schauen wir mal. Ich glaube, die Bayern gewinnen gegen Köln. Ich tippe mal 2:0. Dann haben wir das Spiel Leipzig gegen Wolfsburg. Da hat es ja auch gekracht bei Wolfsburg. Völlig überraschend, Marcel Schäfer hat um die Auflösung seines Vertrags gebeten, um zum direkten Gegner zu wechseln. Also heißt es wohl, um nach Leipzig zu gehen. Natürlich Punkt Nummer 1, Marcel Schäfer, schon jahrelang in Wolfsburg, ich glaube seit 2007, ist dann auch Geschäftsführer Sport geworden, nachdem Schmatke aufgehört hat und jetzt ja, macht er plötzlich diesen Move. Also klar, kann jeden Fan verstehen, der es mit Wolfsburg hält, dass das natürlich nicht geht. Also das haben wir bei der Eintracht auch schon erlebt mit Tütter, mit Niko Kovac, die dann plötzlich gegangen sind, obwohl sie vorher was anderes gesagt haben und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Assi-Move, vor allem weil es für den VfL noch um den Klassenerhalt geht, 5 Punkte Vorsprung und auch so, glaube ich, verkündet man solche Sachen dann erst, ja, wenn es vielleicht für einen selber um nichts mehr geht oder wenn die Saison dann vorbei ist. Ich meine, ich kann es sowieso nicht verstehen, wie man nach Wolfsburg gehen kann, meine persönliche Meinung. Ich kann es aber noch weniger verstehen, wie man zu Leipzig gehen kann. Also weder Max Eberl noch der von Schalke, der ist doch dann auch nach Leipzig gegangen. Jetzt wohl Marcel Schäfer, das ist natürlich ein Schlag in die Fresse, auf Deutsch gesagt. Aber gut, um es jetzt mal sportlich zu nehmen, glaube ich, dass die Leipziger das zu Hause machen. Die wollen sich auch noch gegen Dortmund durchsetzen im Kampf um Platz 4. Eventuell reicht ja auch Platz 5, je nachdem, wie die deutschen verbliebenen Vereine international noch abschneiden. Ich mache hier mal ein 3:1. Wobei man Ralf Hasenhüttls Spielstil auch nicht so richtig einschätzen kann. Gegen Bremen gewonnen, Gladbach zu Hause verloren. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich glaube, Leipzig gewinnt gegen Wolfsburg, da wird es für die auch nochmal richtig haarig. Aber vielleicht gelingt Wolfsburg ja auch ein Überraschungssieg. Mainz gegen Hoffenheim, dann natürlich auch eine Partie, gerade für die Mainzer, wo es um den Klassenerhalt geht. Hoffenheim, ja, können rechnerisch auch noch ins internationale Geschäft kommen. Also die sind auch, glaube ich, nur 6 Punkte, nachdem sie gegen Augsburg zu Hause gewonnen haben, hinter uns. Also, wie gesagt, ich glaube, das wird noch richtig, richtig hart zur Sache gehen. Vor allem die letzten beiden Spieltage oder der letzte Spieltag. Ich glaube, da könnte es noch einige überraschende Wendungen geben. Ja, und Mainz, die müssen den Schwung aus dem Heimsieg gegen Darmstadt einfach mitnehmen. Dann können die Platz 16 festigen. Vielleicht geht ja noch ein bisschen mehr nach oben, je nachdem, was halt die Konkurrenz macht. Wolfsburg, Union, ich glaube, Gladbach ist so gut wie raus, aber halt auch noch nicht safe raus. Und deswegen würde ich sagen, die Mainzer nehmen den Schwung mit. Oder ein Unentschieden. Beide wollen, beide können vielleicht nicht. Wobei meine erste Intention ist ein Heimsieg für Mainz. Ich bleibe mal dabei. Ich mache mal auch ein knappes, so ein 1:0. Wie gesagt, beide müssen, gerade Mainz muss ein bisschen mehr machen. Vielleicht
kommt das auch Hoffenheim so ein bisschen entgegen und die gewinnen dann. Ich lasse es mal beim 1-0 für Mainz. Vielleicht falle ich auch damit völlig auf die Schnauze. Aber hinterher ist man immer schlauer. Dann haben wir das Borussen-Duell. Gladbach gegen Dortmund. Die Dortmunder auch unter der Woche bei Atletico. Ja, zu Gast in der Champions League 2-1 knapp verloren. Gute Ausgangslage trotzdem fürs Rückspiel. Erste Halbzeit ein bisschen verpennt. Zweite Halbzeit dann relativ gut gespielt. Mit Bino Gittens dann und Sebastian Aller. Vielleicht sollten die fürs Rückspiel auch spielen. Nur mal so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an Edin Terzic. Die Legende, die auch schon auf der Südtribüne Songs mitgesungen hat. Ja, und Gladbach nach dem Sieg in Wolfsburg sind sie jetzt komplett raus aus dem Abstiegskampf. Ich glaube noch nicht so 100%, aber es geht, glaube ich, in die richtige Richtung. Jetzt ist halt die Frage, Dortmund oder Gladbach? Welche Borussia macht's? Oder wird's ein Unentschieden? Ich könnte ja auch mal ein Unentschieden tippen. Wobei ich glaube, Dortmund ist da ein bisschen stärker. Ich mache auch mal hier ein knappes Ergebnis. Vielleicht ein torreiches 2:3. Warum nicht? Machen wir mal. 3:2 für Dortmund. Mal gucken, ob am Ende so viele Tore überhaupt fallen. Dann gibt es den nächsten Paukenschlag beim VfL Bochum. Nämlich, die spielen gegen Heidenheim. Die haben ihren Trainer entlassen, Thomas Letsch. Heiko Butscher, der bis dato U19-Trainer, glaube ich, oder U23? Ne, U19-Trainer, glaube ich, gegen Heidenheim. Wie gesagt, sensationell das Spiel gedreht gegen die Bayern. Heidenheim ist das größte Märchen überhaupt. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, selbst ich nicht, dass Heidenheim den Klassenerhalt so locker in dem Sinne schafft. Mal gucken, wie es dann in der zweiten Saison wird. Aber Heidenheim ist einfach eine gute Truppe, haben einen guten Trainer. Die hauen sich rein in jedem Spiel und von daher wird das auch gerade für Bochum natürlich ein richtig heikles Spiel. Die müssen auch zu Hause gewinnen. Die stehen auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. In Köln, wie gesagt, in der letzten Minute verloren, in den letzten Minuten. Von daher, gute Frage. Aber ich glaube, Bochum nutzt ihre Heimstärke oder das Publikum im Rücken. Es geht um viel. Die Fans stehen hinter dem Verein. Und von daher, glaube ich, wird das auch ein knappes 1:0. Ich mache immer nur knappe Ergebnisse. So 4, 5 Tore sind bei mir gar nicht mit dabei. Warum auch immer. Weil ich das halt ein bisschen anders vorher sehe und ein bisschen anders einschätze. Egal. Also Bochum 1:0 auf Sieg. Mal gucken, wäre wichtig für den VfL. Dann das Topspiel Stuttgart gegen Frankfurt. Natürlich tippe ich erstmal wieder für die Eintracht, weil mein Verein, man tippt immer für seinen Verein. Goldene Regel, habe ich mittlerweile gelernt. Ein knappes 1:0. Ich kann es mir da ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das sind zwei Welten, beziehungsweise da treffen zwei Spielsysteme und zwei Trainerphilosophien auch aufeinander. Das gibt's gar nicht. Also beide wollen Ballbesitzfußball spielen. Die Stuttgarter setzen das überragend um in der Saison. Stehen dann nicht umsonst auf der 3. Punktgleich mit den Bayern. Also die könnten auch noch Vizemeister werden, for real. Ja, und die Eintracht, immer diese Floskeln von Dino Topmüller, wenn du die Pressekonferenzen hörst. Also ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören. Da kommt immer wieder das Gleiche und du siehst auch immer wieder das Gleiche auf dem Feld. Das ist echt schwach. Wir haben, glaube ich, im Pokal-Halbfinale unter Glasner gewonnen in Stuttgart. Und das wäre jetzt typisch Frankfurt. Weißt du, vorher zweimal unentschieden gegen Bremen und Union zu Hause, wo du eigentlich gewinnen musst. Jetzt fährst du nach Stuttgart als Außenseiter. Dir traut niemand was zu und dann gewinnt die Eintracht. Das hat sie früher schon gemacht. Und das ist der Eintracht auch eigentlich jetzt zuzutrauen. Aber ich glaube nicht dran. Also ein Unentschieden wäre schon das höchste der Gefühle. Ich glaube aber eher, dass es eine saftige Niederlage geben wird. Aber ich lasse mich überraschen. Man wird ja aus der Eintracht irgendwie nicht schlau die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, keine Ahnung. Also ich hoffe natürlich auf einen Sieg der Eintracht, aber ich glaube, das wird ein klares Ding für Stuttgart. Am Sonntag dann Darmstadt gegen Freiburg für beide Mannschaften. Auch ein richtig wichtiges Spiel, gerade auch Freiburg, was die internationalen Plätze betrifft. Darmstadt natürlich im Kampf um den Klassenerhalt, aber ich glaube, die können sich so langsam verabschieden. Ich glaube, dass die absteigen werden, dass die der erste sichere Absteiger werden, weil es macht einfach überhaupt nichts mehr Hoffnung. Also das Ding in Mainz hätte halt gewinnen müssen, auch die Auftritte davor waren jetzt nicht so stabil. Ich glaube, dass Darmstadt halt absteigen wird. Freiburg, die wollen halt auch noch irgendwie ins internationale Geschäft. Die stehen auch noch oben mit dabei. Sind der Eintracht auch auf der Lauer, auf der Pelle. Tja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Darmstadt vielleicht ein bisschen befreiter auftritt. So von wegen, komm, jetzt ist alles egal, jetzt rotzen wir mal einen raus. Und ich glaube, ich werde das mal machen. Ich mache mal hier ein 2:0. Und dann machen wir mal ein 2:1. Wir machen mal ein knappes 2:1 für Darmstadt. Gehe ich auch wieder ein bisschen gegen den Strom. Natürlich auch in der Hoffnung, dass die Eintracht irgendwie einen Punkt holt. Und dass Freiburg nicht näher rankommt. Aber Darmstadt, warum nicht? Irgendwann werden sie ja auch nochmal einen Sieg holen, oder? Die werden jetzt nicht wohl bis zum Saisonende hier keinen Sieg mehr holen. Vielleicht gegen Freiburg. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den künftigen und den neuen hochverdienten deutschen Meister. Da lege ich mich jetzt einfach fest, auch wenn die Bayern gewinnen sollten am Samstag. Das gibt Leverkusen nicht mehr her. Also so verrückt. Und Leverkusen ist ja nicht Dortmund. Bei Dortmund wüsste man es nicht, ob die es nicht doch noch irgendwie botteln würden. Aber ich glaube, Leverkusen wird das nicht machen.
Das geht nicht mehr schief. Ich mache auch zu Hause einen 3:1 Sieg. Die haben unter der Woche gegen West Ham gespielt. Also Stand der Aufnahme. Jetzt ist es 19:21 Uhr gegen West Ham. Vielleicht haben sie ja schon dann ihre erste Pflichtspielniederlage in der Saison. Da muss Fabrizio Romano auch aufhören, immer über die ungeschlagene Serie zu tweeten von Leverkusen. Aber wie gesagt, das ist eine super Truppe. Das ist ein super Trainer. Muss man einfach einen Hut vorziehen. Und die werden nach 11 Jahren halt auch deutscher Meister. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte. Vizekusen ist dann erstmal ad acta gelegt. Und was es da nicht schon gab in den letzten Jahren. Und das, wie gesagt, auch hoch verdient. Mal gucken, ob sie wirklich bis zum Saisonende das durchziehen. Dann werden sie Europa League-Sieger und halt Pokalsieger. Meister sind sie eh schon, das ist ganz klar. Aber gut, das sind die Tipps zu Spieltag 29. Da kann auch einiges passieren. Da wird sich die Tabelle wieder verschieben. Wir speichern mal und gucken auch mal bei uns auf die Gesamtübersicht. Der Dökinho ist nämlich dem Hegebusch wieder ein bisschen näher gekommen. 3 Punkte nur noch der Rückstand. Wie gesagt, Hegebusch ist immer noch auf der 1. Dann Paul, dann der Prinz, Poldi und der Flip Moscott. Das sind die ersten 5. Ich bin 12. Ich war, glaube ich, Spieltag-Sieger beim letzten Mal. Ich habe, glaube ich, 15 oder 16 Punkte geholt, weil ich auch Heidenheim auf Sieg getippt habe. Also auch mal ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Das hat mir natürlich Pluspunkte gebracht. Ich habe Stuttgart auf Sieg getippt in Dortmund. Also wie gesagt, da brauchst du auch ein bisschen Glück zu, ist ja klar. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich freue mich immer noch, dass ihr aktiv mit dabei seid. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob es der Hegebusch bei uns macht. Ob er bis zum Schluss ganz oben bleibt. Und dann wünsche ich euch wie immer viel Glück für eure Tipps, für eure Mannschaften. Und dann gucken wir mal, ob wir nächste Woche schon den neuen deutschen Meister hier beglückwünschen können und anteasern können, anpreisen können. Ich glaube, das macht Leverkusen. Da wird nichts mehr schief gehen. Also, macht's gut, schönes Wochenende, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche zu Spieltag 30 wieder. Ciao, ciao.